Und Grund zur Freude hat auch Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel. Denn sie wird heute 70 Jahre alt. Zeit natürlich noch mal auf ihre Kanzlerschaft zurückzublicken. 16 Jahre hat sie ja hier alle Stricke zusammengeführt. Und es gibt natürlich auch hochkarätige Gratulanten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und auch der Kanzler freuen sich mit Angela Merkel. Happy birthday to you, happy birthday to you. Dieses Geburtstagsständchen ist nun 10 Jahre her. Es kam für die Kanzlerin überraschend und es war schlecht. Dennoch ist es sehenswert, denn Angela Merkel reagierte darauf mit dem feinen Sarkasmus, den sie gerne aufblitzen ließ. Hätte ich mitsingen müssen, ne? Dann wäre es besser geworden. Aber danke. 2005 leistete sie erstmals als erste Frau und Ostdeutsche und mit 51 Jahren jüngste Amtsinhaberin ihren Eid. So wahr mir Gott helfe. Es folgen 16 Jahre als Regierungschefin. Durch die lange Amtszeit wird Merkel zur mächtigsten Frau der Welt. Sie kennt alle Staatenlenker, sieht Präsidenten kommen und gehen. Merkel bleibt und wird zum internationalen Anker der Stabilität. Das war wirklich sehr gut. Sie konnte mit den Amerikanern, ob sie nun von Obama regiert wurden, ob sie von Trump regiert wurden, sie konnte mit den Russen, sie konnte mit den Chinesen. Sie hat sich auf keine Seite wirklich geschlagen, sondern sie hat sich, man kann das negativ sagen, durchlaviert, aber man kann auch sagen, sie hat eine ziemlich große Stabilität dabei mit beibehalten. Und ich glaube, es ist nicht völlig abwegig, wenn einige Politiker heute sagen, wenn sie noch an der Macht gewesen wäre, wäre der Ukraine-Konflikt nicht zu einem Krieg geworden. Doch Merkel macht auch Fehler. Sie bringt Deutschland in die Abhängigkeit von russischem Gas. 2015 gibt sie dem Migrationsdruck über die Balkanroute nach und öffnet die Grenzen unkontrolliert für Flüchtlinge. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Doch was in den Augen vieler folgt, ist eine Überlastung der Gesellschaft. Rechtspopulisten wittern ihre Chance und sammeln vor allem in Ostdeutschland Anhänger. In der Geschichte wird von ihr unter anderem übrig bleiben, dass sie in Wirklichkeit diejenige ist, die dafür gesorgt hat, dass es so etwas wie die AfD gibt. Merkel garantiert aber auch Wahlerfolge auf Bundesebene. Sie modernisiert ihre Partei, um neue Wählerschichten zu erreichen, wird immer beliebter bei Wählern links der Mitte, wird zur Mutti der Nation. Dass ihre Partei dabei an Kontur verliert, wird ihr schon frühzeitig vorgeworfen. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo eine entschiedene Weichenstellung für das Profil der Union erfolgen muss. Und da werde ich nicht locker lassen. Man kann sagen, sie hat die CDU modernisiert. Das sehen sicherlich auch viele so. Man kann aber auch sagen, und das sehe ich eher so, dass sie aus der CDU, aus einer, sagen wir mal, liberal-konservativen Partei mehr oder weniger eine rot-grüne Partei gemacht hat. Seit 2 Jahren revidiert die aktuelle Parteiführung dieses Bild wieder Stück für Stück. Die CDU und ihre Rekordkanzlerin haben sich damit voneinander entfremdet. Einsam ist Angela Merkel deshalb nicht. Sie wird andernorts weiter hochgeschätzt. Doch alternativlos, wie sie zum Ende ihrer Amtszeit oft sagte, war Merkels politisches Handeln nie.